Zeit und Geld sparen durch eine richtige Zielgruppenanalyse, um die Frage beantwortet zu bekommen, bleibt dran. Hey, ich bin Julia und heute zeige ich, wie du deine Zielgruppe besser bestimmen kannst. Ob du ein Produkt oder eine Dienstleistung in der Gastronomiebranche verkaufen möchtest, wichtig dabei ist, dass man seine Gäste kennt. Denn dadurch kannst du deinen Kundenkreis ansprechen und zielgenau auf das Bedürfnis der Gäste anpassen. Wichtig ist auch zu wissen, dass du nicht alle Zielgruppen ansprechen kannst, weil nicht alle Menschen auf gleicher Weise angesprochen werden können und so dein Restaurant nicht authentisch wirkt. Im ersten Punkt dreht es sich um die Fragen, wer besucht mein Restaurant eigentlich? Wie groß ist der Anteil an Singles, Paare oder Familien, Business People und Touristen? Es ist wichtig, eine genaue Zielgruppe zu haben, denn jede Gästegruppe kann unterschiedlich auf deine Angebote reagieren. Außerdem kannst du mit der Festlegung einer Zielgruppe sehr viel Geld und Zeit sparen, indem weniger Geld für Werbeaktionen und Lebensmittel ausgegeben wird. Um deine Besucher zu analysieren, solltest du und deine Mitarbeiter 1 oder 2 Wochen protokollieren, welche Gästegruppe an euren Tischen sitzen. Um eine gute Datenqualität zu gewährleisten, empfiehlt es sich, das dann gleich zu machen, wenn du die Rechnung überreichst bzw. den Tisch abschließt. Achte dabei, ob sich die Zusammensetzung in den Wochentagen jeweils ändert. Beobachte dabei das Besucherverhalten und die Verhaltensmerkmale wie die Uhrzeit. So kannst du auch die Öffnungszeiten an einem Restaurant anpassen. Hast du deine Zielgruppe nach einer Zeit analysiert und gefunden, passe deine Angebote in deiner Speisekarte an deine Gäste an. Bei einer Zielgruppenansprache geht es meist darum, sich auf die Wünsche und Bedürfnisse einer bestimmten Gästegruppe zu konzentrieren. Damit kannst du die Auswahl in deiner Speisekarte klein halten und die Qualität beibehalten, welches auch dazu führt, dass weniger Lebensmittel verschwendet wird und hierbei auch Kosten reduziert werden können. Dazu ein Beispiel. Du hast nach deiner Analyse erfahren, dass sehr viele Geschäftsleute während des Mittagsgeschäfts dein Restaurant besuchen. Deine Zielgruppe wäre in dem Fall die Geschäftsleute, die gerne bei dir zum Mittag essen. Das passende Angebot könnte hierzu zum Beispiel ein Lunchangebot mit gutem Kaffee sowie ein Gäste-WLAN sein. Hierbei wäre ein 4-Gänge-Menü eventuell nicht ganz passend. Hat dein Restaurant aber viele Touristen als Gast, könntest du vermehrt regionale Speise anbieten. Wichtiger ist aber, dass die Wegbeschreibung zu deinem Restaurant möglichst genau ist und die Internetpräsenz stark ausgeprägt ist. Eine Zielgruppe wird auf unterschiedlichen Arten definiert. Der klassische Weg erfolgt über demografischen, sozioökonomischen und psychografischen Merkmale sowie dem typischen Kaufverhalten. Bei der Definierung der Zielgruppe ist zu wissen, wie sich diese in Zukunft orientiert. Aus diesem Grund ist eine Ausarbeitung der Marketingforschung, die Vorarbeit für die zukünftige Marketingstrategie essentiell. Sprichst du deine Zielgruppe zum Beispiel aus dem expeditiven Milieu an, sollte deine Speisekarte auch Sprichst du deine Zielgruppe zum Beispiel aus dem expeditiven Milieu an, sollte deine Speisekarte auf den neuesten Stand bleiben und für die neuesten Trends offen sein. Wichtig ist es auch, dass die Online-Präsenz deines Unternehmens hierbei gut ausgeprägt sein muss und die Location in deinem Laden schön und gepflegt eingerichtet ist. Wird ein adaptiv-pragmatisches Milieu als Zielgruppe angesprochen, solltest du als Wird ein adaptiv-pragmatisches Milieu als Zielgruppe angesprochen, solltest du als Restaurantbesitzer dieser Kundengruppe ein Erlebnis bieten, mit Spaß, Komfort und Unterhaltung. Diese Kundengruppe kann zum Beispiel mit Live-Musik und einer guten Weinkarte sowie exzellentem Service am Restaurant gebunden werden. Die beiden genannten Gesellschafts- und Zielgruppenmodelle sind die Zielgruppen von morgen. Mit diesem Wissen solltest du dich intensiv befassen und klare Vorstellungen in der Positionierung eures Restaurants ausarbeiten. Mein persönlicher Tipp: Grenze die möglichen Gäste ein. Beginne damit, deine Zielgruppe zu charakterisieren. Dazu gehört der Wohnort bzw. die Location, also wo wohnen deine Gäste, die dein Restaurant oft besuchen. Das Alter: hast du ein junges oder ein altes Klientel. Der Familienstand sowie die Berufsgruppe, Bildung und Nationalität. Versuche hierbei so viele Merkmale wie möglich zu identifizieren. Der nächste Schritt ist, die Preissensitivität deiner Zielgruppe festzustellen. Sobald du die Charaktereigenschaft deiner Zielgruppe ermittelt hast, ist der nächste wichtige Faktor die Preiskasse, in dem sich dein Restaurant befinden soll. Das Yoga-Café bietet neben Yogakursen, hausgemachten Kuchen und Kaffee. Die Zielgruppe könnte sein: Personengruppe zwischen 25 bis 35 Jahre, die über ein mittleres Einkommen verfügen, die sportbegeistert und körperbewusst sind, aber trotzdem gerne Süßes essen. Entwirf nun ein aussagekräftiges Profil eines typischen Zielgruppenvertreters wie in unserem Beispiel. Das hilft dir, sich besser in die Zielgruppe zu versetzen und die Wünsche und Bedürfnisse deiner Zielgruppe zu verstehen. Hat dir das Video gefallen, dann lass uns gerne einen Daumen hoch da. Vergiss uns nicht zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Bye!